OpenAIs neue künstliche Intelligenz ist noch so ein ChatGPT-Moment. Es steckt sogar noch mehr dahinter, als nur die reine Fähigkeit, wahnsinnig beeindruckende Videos zu generieren. Und ja, die ist auch sehr beeindruckend. Schaut euch das hier mal an. Dieses Video ist vollständig KI generiert. Und ja, schaut man auf den Hintergrund, erkennt man einige ziemlich verwaschene Gestalten. Schaut man auf ihre Füße, dann schwebt sie ein kleines bisschen, aber bedenkt bitte, dass vor einem Jahr das hier noch der Stand der Technik war. Der Detailgrad jetzt ist Wahnsinn. Reflexionen auf dem Boden. Sie bewegt den Kopf, öffnet den Mund leicht und man sieht sogar ihre Zähne ganz kurz und die sind richtig dargestellt. All das wurde nur mit diesem einen Befehl erstellt. Eine elegante Frau geht eine Straße in Tokio entlang, die mit warm leuchtenden Neonlicht und animierten Stadtschildern gefüllt ist. Sie trägt eine schwarze Lederjacke, ein langes rotes Kleid und schwarze Stiefel und hat eine schwarze Handtasche dabei. Sie trägt eine Sonnenbrille und roten Lippenstift. Sie geht selbstbewusst und lässig. Die Straße ist feucht und reflektierend, was einen Spiegeleffekt der bunten Lichter erzeugt. Viele Fußgänger laufen umher. Das ist alles. Mehr wurde nicht eingegeben. Und ganz kurz, vielleicht sollten wir uns in diesem Fall nicht mit den kleinen Fehlern aufhalten, wie viele News-Seiten das ganz gerne tun gerade, sondern eher den Blick auf nächstes Jahr werfen. Dazu mal ganz kurz ein kleiner Vergleich mit DALL-E, OpenAIs Bilderstellungs-KI. Das hier ist DALL-E aus dem Jahr 2021. Das ist nicht schlecht, aber halt auch wenig zu gebrauchen. Das hier ist DALL-E 2, ein Jahr später. Und hier sind wir 2023 mit DALL-E 3, also noch ein Jahr später. Da ist sogar Text drauf, der nicht von einem Menschen eingefügt wurde. Das war auch die KI. Aber mit Sora geht das Ganze noch ein deutliches Stück weiter. Sora wird von einigen Menschen als ein Meilenstein zu AGI, also allgemeiner künstlicher Intelligenz, bezeichnet. Warum eine Videoerstellungs-KI das sein soll und was das bedeutet, das klären wir heute. Wie wir alle wissen, werden KI-Systeme aber mit haufenweise Daten trainiert. Daten sind deshalb unfassbar wertvoll geworden und das noch mehr als noch vor ein paar Jahren. Damit eure Daten nicht missbraucht werden, egal jetzt ob für KI-Training oder für Werbung, ist heute wieder unser Partner Incogni mit am Start. Incogni kümmert sich automatisiert darum, dass bei Datenhändlern, die eure Daten halten, alles gelöscht wird. Dazu schicken sie einfach überall hin eine Aufforderung zum Löschen. Ein Glück geht das nach DSGVO so leicht. Ihr müsst aber nichts dafür tun, nur einmal anmelden und dann geht das Ganze automatisch. Sie haken für euch nach und machen mit Anwälten Druck, falls nichts geschehen sollte, und das hilft sehr, kann ich in meiner Erfahrung sagen. Ein Convenience-Abo ist das Ganze also eigentlich sozusagen. Bei mir ist das tatsächlich so. Ich schaue immer nur für die Placements einmal vorbei und bin jedes Mal überrascht, wie viele Datenhändler meine Daten seither wieder gelöscht haben. Man meint zwar, das ist bei uns eigentlich kein Ding, weil DSGVO und alles ist so toll, aber das hier sind allein nur die von diesem Jahr. Deshalb schaut am besten direkt bei Incogni mit dem Link unten in der Beschreibung vorbei. Damit oder mit dem Code Morpheus gibt es 60% Rabatt auf euer Abo. Und falls ihr es einfach mal nur testen wollt, es gibt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ihr habt also exakt gar nichts zu verlieren. Zunächst ein paar Worte zu Sora selbst. Sora ist eine KI, die basierend auf einer Texteingabe, also Videos, erstellt. Die Videos gehen bis zu einer vollen Minute, was so noch nie da gewesen ist. Die meisten anderen Video-KIs wie Pika Labs zum Beispiel, die erstellen ein paar Sekunden Material, das dann eher aussieht wie ein leicht animiertes Bild. Und wie ihr an diesen ganzen Beispielen sehen könnt, sind die Videos nicht irgendwie seltsam geschnitten, haben keine wilden Brüche und es passiert auch eigentlich nichts, was man nicht erwarten würde. Es passieren keine Verwaschungen im großen Stil. Es erscheinen sogar nicht mal irgendwelche zufälligen Dinge, was bei den anderen definitiv ein Problem war. Also gut, manchmal passiert das auch bei Sora, aber es ist seltener. Es sind verschiedene Stile möglich und wie auch bei DALL-E lässt sich damit natürlich einiges machen. Selbstverständlich auch gefährliche Dinge wie Deepfakes oder Fake News. Sora ist deshalb auch noch nicht für die Allgemeinheit geöffnet worden, sondern nur für ein ausgewähltes Team von Red Team Testern, also Leuten, die versuchen es kaputt zu kriegen, und einige wenige ausgewählte Kreative dürfen das Ganze auch testen. Das ist schon fast ein bisschen sus, deswegen könnte man jetzt vielleicht meinen, dass all das ja eigentlich nur Fake ist und die Videos gar nicht KI generiert sind, so gut wie die aussehen. Und dass vielleicht nur ein paar handverlesene Videos es auf die Website geschafft haben, so als kleiner Marketing-Gag für Investoren. Nein,
Sam Altman, Chef von OpenAI, hat auf Twitter eine Live-Session veranstaltet, wo er quasi in Echtzeit die Prompts von Usern genommen hat und als Video generieren lassen hat. So kann er natürlich alles Bösartige von Hand rausfiltern. Und ja, die Prompts kamen wirklich von der Community. Was viele aber nicht wissen, Sora kann noch deutlich mehr als nur Videos aus Text zu generieren. Die Auflösung ist nämlich bei Sora fast immer quasi egal, denn es arbeitet intern anders als mit Auflösung und lässt sich wie bei den Tokens skalieren, also wenn man natürlich genug Trainingsdaten hat. Heißt, aktuell geht Full HD als Ausgabe. Aber es wäre eigentlich kein Problem, auf 8K, 16K oder sogar noch sehr viel mehr hochzugehen und beliebig ranzuzoomen, wenn man das möchte. Und ja, man kann auch einfach Bilder animieren, das ist absolut kein Problem. Und damit lässt sich dann sogar übrigens Text animieren, der ja auf Bildern drauf ist. Was ich noch sehr viel beeindruckender allerdings finde, man kann Videos fortführen. Das heißt, sagen wir, ihr habt einen Clip, dann könnt ihr was vorne dran generieren, sodass das Ende in euren Clip reinführt. Oder ihr könnt etwas hinter euren Clip generieren, sodass euer Clip verlängert wird. Dadurch lassen sich zum Beispiel auch automatisch unendliche Schleifen generieren. I mean, what? Now what? Video editieren ist auch übrigens überhaupt kein Ding. Sprich, ein existierendes Video zu verändern und nicht die Beleuchtung, sondern das Setting zu verändern, kein Thema. Hier sehen wir ein Video, das gefühlt in einem ungefähr deutschen Wald stattfindet. Yo Sora, mach mal Dschungel draus. What the fuck? Ah, und es kann übrigens natürlich auch Bilder generieren. Und zwar besser als DALL-E 3. Das sagen zumindest manche. Und damit stellt sich jetzt die nächste Frage. Warum ist das so ein krasser Schritt Richtung AGI, also Richtung allgemeiner künstlicher Intelligenz? Es kann ja nur Videos generieren. Bevor wir über AGI sprechen, sollten wir das Ganze definieren, damit wir alle dasselbe Verständnis davon haben. Stay with me hier. Ganz kurz wird's theoretisch, okay? Ich bediene mich mal an einem Paper von Google DeepMind, die die Level von künstlicher Intelligenz, kurz KI, und allgemeiner künstlicher Intelligenz, kurz AGI, definieren. Kern ist eigentlich diese Tabelle hier. Unterschieden wird in Narrow AI und General AI. Narrow ist eine Software, die genau eine einzige Aufgabe erfüllt. Beispielsweise Bildgenerierung mit DALL-E ist eine Narrow AI, also eine Einzelaufgaben-KI, wenn man so möchte. Die kann nichts anderes. General AI hingegen, also allgemeine KI, ist nicht beschränkt auf eine Aufgabe, sondern hat eine breite Aufgabenpalette. Definiert werden außerdem 6 Level, also Level 0 ist gar keine KI, stinknormaler Taschenrechner zum Beispiel, der übrigens natürlich auch Narrow ist, weil ich kann mit einem Taschenrechner keine YouTube-Videos schauen. Sprich, er ist auf eine Aufgabe festgelegt. Level 1 wäre noch nicht ganz da bei KI, aber wir gehen langsam in die Richtung. Das nennt sich dann Emerging, also für Narrow AI. Es ist noch keine KI, aber es geht langsam dahin. Level 2, da ist die KI besser als 50% der gelernten Menschen. Nicht einfach irgendwelche Menschen, sondern Leute, die das Ding gelernt haben. Also beispielsweise ein Giftdetektor von 2022. Level 3, da ist es besser als 90% der Menschen, die diese Aufgabe gelernt haben. Hier führt Google übrigens DALL-E 2 ein. Level 4, hier ist es besser als 99% der Menschen, die diese Aufgabe gelernt haben. AlphaGo beispielsweise schlägt menschliche Go-Spieler fast immer, aber eben nicht ganz immer. Und Level 5 ist besser als alle Menschen. Stockfish für Schach zum Beispiel wurde noch nie von einem Menschen geschlagen. Schwieriger wird es allerdings, wenn wir über AGI, also allgemeine KI reden. Google hat hier ChatGPT, Gemini und andere Sprachmodelle als Emerging AGI definiert. Und das macht eigentlich schon Sinn. Sie sind ja irgendwie nicht auf eine Aufgabe festgelegt, denn ich kann mit ChatGPT programmieren, aber mir auch Rezepte erstellen lassen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Berufe. Koch, Programmierer. Aber wirklich fehlerfrei oder besser als 50% der jeweils gelernten Menschen ist keine davon. Ein Koch macht
bessere Rezepte und Coder produzieren besseren Code, das wissen wir. Besser als unskilled ist GPT-4 aber natürlich durchaus. Wenn ich noch nie Programmieren gelernt habe, dann ist GPT-4 natürlich besser als ich im Programmieren. Bei Competent AGI, also Level 2, sind wir noch nicht. Fun Fact übrigens, Google DeepMind definiert Level 5 AGI, um das nochmal hier zu betonen, als Artificial Superintelligence. Oh boy. Aber wichtig, bei all diesen Definitionen steht sowas wie Bewusstsein von AI nicht dabei. Das ist ein völlig separates Thema. Es geht hier nur um die Kompetenzen, was sie lösen kann. Nach dieser Definition ist Sora also nicht wirklich mehr als eine kompetente Narrow AI, wenn überhaupt. Eher weniger sogar. Die meisten Videos lassen sich nämlich deutlich als KI-Videos erkennen. Aber ganz so einfach ist das nicht. Es geht ja nicht unbedingt darum, ob Sora eine AGI ist, sondern dass es ein Meilenstein ist. Und das ist es tatsächlich. Es gibt mehrere Videos, aber zwei möchte ich hier mal hervorheben, die uns zeigen, wie heftig Sora wirklich ist. Schauen wir uns dieses Video hier mal genauer an. Der Befehl lautet eine fotorealistische Darstellung von zwei Piratenschiffen, die sich in einer Kaffeetasse bekämpfen. Nailed it, würde ich sagen, zu dem Video. Aber warum ist das so besonders? Diese Schiffe berühren sich nicht. Sie segeln wie echte Schiffe leicht aneinander vorbei. Der Kaffee, also dieser ultimativ gönnende Bohnensaft, ist eine Flüssigkeit. Und das sieht man. Und Flüssigkeiten zu simulieren ist so unfassbar schwer. Ich habe das mal selber probiert. Leider kein Material, weil es nicht für YouTube gewesen und es ist wirklich unfassbar schlecht gewesen. Naja, egal. Es ist so komplex, dass es sogar in der Computergrafik ein eigenes Untergebiet ist. Einfach nur Flüssigkeiten realistisch zu simulieren. Genauso übrigens wie Reflexionen, die wir im Tokio-Video so schön sehen konnten. Dieser Kaffee aus dem Video sieht sehr realistisch aus. Der Schaum bildet sich um die Schiffe und am Rand der Tasse und nicht irgendwo random in der Mitte. Wellen verbreiten sich so, wie sich Wellen wahrscheinlich verbreiten würden oder zumindest ungefähr. Aber das steht nicht in dem Prompt drin. Die KI hat nie gelernt, Flüssigkeiten zu simulieren. Die kennt die Formeln dafür eigentlich nicht. Das ist übrigens nicht das einzige Video mit Flüssigkeiten, ist also jetzt nicht cherrypicked oder sowas. Hier zum Beispiel gibt es auch schöne Wellen und ich habe noch ein paar andere gesehen. Und auch hier brechen die Wellen so, wie sie sollten, am Felsen. I mean, come on. Wenn da nicht das Prompt stehen würde, würde ich niemals glauben, dass dieses Video mit KI erstellt wurde. Selbst wenn ich das sehe. Von einem Deepfake ist es nicht mehr zu unterscheiden. Lasst mich euch das ganz kurz mal zeigen. Das ist Santorin, eine griechische Insel. Eins der beiden Videos ist KI generiert, eines nicht. Welches? Schreibt das mal in die Kommentare, bevor die Auflösung kommt, denn die kommt jetzt. Oder das hier, einer der beiden Gronks stammt natürlich von uns. Aber welches ist sein echtes Gameplay und welches ist KI generiert? Und das ist wie gesagt jetzt schon schwierig. Wie wird das dann erst mit Sora 2 oder Sora 3? Naja, egal. Ich schweife ab. Flüssigkeiten waren sich gut simuliert. Aber auch Staub, Schnee und andere Partikel werden realistisch simuliert. Und die sind eigentlich so aufwendig und rechenintensiv, dass man eigentlich in den meisten Videospielen sie vereinfachen muss oder eine wahnsinnig gute Grafikkarte dafür benötigt. Und das Ding auch hier wieder. Sora hat nie gelernt, wie sich Staub verteilt, wie Staub eigentlich sich bewegt. Woher kann dieses KI-Modell das? Momentan vermuten einige Forscher, Sora lernt implizit, wie unsere Welt funktioniert. Es lernt, ohne dass wir ausdrücklich sagen, wie Physik funktioniert. Und das offenbar nicht schlecht. Und Fun Fact, das ist eigentlich auch der Grund, warum man KI-Systeme überhaupt nutzen möchte. Ohne jetzt hier auf Feature-Räume und den ganzen anderen Shit einzugehen. Auch die Bilderstellungs-KI DALL-E lernt etwas über die Welt, das eigentlich zu fortgeschritten für einen Bildgenerator ist. Nämlich 3D. Das wurde in diesem Paper hier nachgewiesen. Man hat gemessen, was Bildgeneratoren eigentlich tun und siehe da, um eure Prompts sinnvoll erfüllen zu können, müssen sie 3D-Objekte kennen, sonst wird es einfach zu schwer, einen Tisch darzustellen, der nicht mit dem Hintergrund verschmilzt. Und sie müssen natürlich Tiefe kennen, sonst können sie einfach keine Perspektive. Und auch GPT-4 hat Coding gelernt, ohne explizit sich die Syntax irgendwo zu speichern. Das passiert alles einfach so, im Hintergrund.
Ein AI-Spezialist von Nvidia sagt ziemlich genau das sehr treffend. Sora lernt 3D-Transformationen, Raytracing, all diese Konzepte, die wir aus dem Bereich Gaming kennen, vollständig implizit. Und das ist, zumindest wird es momentan von manchen so definiert, eine Emergent Property, also sowas wie ein Meilenstein für allgemeine künstliche Intelligenz. Eine Eigenschaft, die sozusagen dafür gebraucht wird. Denn zu wissen, wie unsere Welt aufgebaut ist, also Physik, 3D-Objekte und Objekte, die sich bewegen können, das hilft beim Verständnis von unserer Welt. Logisch. Aber natürlich gibt es auch andere Stimmen, beispielsweise Yann LeCun, der Chef-AI-Scientist von Meta. Er sagt, es ist eine ziemlich furchtbare Idee, ein generatives Modell für das Verstehen der Welt zu nutzen. In der Vergangenheit, meint er, gab es bereits einige solcher Ansätze, die allesamt gescheitert sind. Ihr seht also, das alles ist durchaus noch aktiver Gegenstand der Forschung und alles andere als vollständig geklärt, weil man schlicht kaum weiß und kaum prüfen kann, wie die Modelle innen drin eigentlich wirklich funktionieren. Aber gehen wir den Ansatz und die Hoffnung von OpenAI einfach mal weiter. Dann haben wir im Grunde mit Sora ein Grundlagenmodell, das grob versteht, wie unsere Welt funktioniert, wie Physik funktioniert. Und das hat es von Bildern und Videos und übrigens vermutlich auch von der Unreal Engine 5 gelernt. Und dann haben wir noch GPT-4, ein Large Language Model, das von Texten gelernt hat, wie wir ticken und wie man programmiert, wie man Rezepte erstellt und noch so viel mehr. Fügt man jetzt all das zusammen, was haben wir dann? Deutlich mehr als nur eine multimodale KI, die Text, Bild, Video und Ton als Eingabe verarbeiten kann. Sie kann dann auch zudem Text, Bild und Videos erstellen und Ton ist auch mittlerweile fast verfügbar bzw. wird noch erforscht. Und dazu kommt, dass OpenAI gerade an Agents arbeitet, die wie quasi ein Assistant einen PC oder ein Handy steuern können, nur dass es nicht irgendwie eingebaut werden muss, so wie Google das gerade baut, sondern dass es von einem Menschen lernt, der das Gerät gerade nutzt und nicht explizit von Restaurants eine Funktion zum Online-Buchen angeboten werden muss. Also, Vergleich zur Frustration von mir, mein letztes Video, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, egal. Und dazu kommt eben, wenn wir das alles zusammenpacken, dann haben wir ein implizit gelerntes Verständnis, das jedes einzelne dieser Modelle mitbringt, über einen gewissen Teil unserer Welt, also zum Beispiel Physik, Sprache, Code, teils sogar Emotionen in Gesichtern, Sprache und geschriebene Schrift. Ihr könnt euch also vorstellen, was passiert, wenn man all das in ein einziges, gigantisches KI-Modell steckt. Bedenkt bitte an der Stelle, dass GPT-4 seit Juli 2022 fertig trainiert ist und seither wirklich einiges in der Forschung passiert ist. Alles, was OpenAI jetzt noch braucht, ist richtig viel Rechenleistung. Und das demonstrieren sie auch anhand von Sora. Das ist ein Video übrigens generiert von Sora. Es wurde 32 Mal berechnet. Das hier ist dasselbe Video mit derselben KI, wenn man es nur 4 Mal berechnen lässt. Und das hier, das eher wie Will Smith beim Spaghetti-Essen aussieht, ist bei nur einmaliger Berechnung rausgekommen. Und genau aus diesem Grund geht Sam Altman gerade hausieren, um 7 Billionen Dollar für KI-Chips zu erhalten. Korrektur? 8 Billionen. Und ja, ich meine deutsche Billionen. Er sucht englische Trillion. Klar, damit kann man unfassbare Mengen an Training für KI ermöglichen. Und je mehr Training, desto größer das Netz. Je mehr Daten, desto stärker wird die Ausgabe. Aber wie wir jetzt zum Beispiel auch mit Gemini oder gar Open Source KI sehen konnten, auf lange Sicht wird das wahrscheinlich gar nicht mehr nötig sein. Es werden immer mehr auch Verfahren gefunden und erforscht, die effizienter und sparsamer sind und mit denen man das Ganze immer schneller machen kann. Alles in allem, Forscher schätzten im Jahr 2020, als GPT-3 übrigens rauskam, dass wir in 50 Jahren AGI haben werden. Dann kam ChatGPT 2 Jahre später auf den Markt und die Forscher korrigierten ihre Meinung auf in 18 Jahren. Dann kam GPT-4 und letzten Oktober waren wir bei 8 Jahren, schätzt man, dass wir AGI bekommen. Und jetzt habe ich das Ganze mal für euch visualisiert. Wenn man der aktuellen Prediction glaubt, dann sieht das so aus. Wenn man allerdings mit reinrechnet, wie absolut falsch die Vorhersagen bislang schon waren und den Graph einfach mal
gerade nach unten weiter verfolgt, dann haben wir bereits nächstes Jahr eine AGI. Was das heißt, weiß ich nicht. Ob es passiert, auch das weiß ich nicht. Lediglich, dass es ein weiterer Schritt ist, denn das wäre ja erst eine kompetente AGI, noch längst keine, die jeden Menschen übertrifft. Aber eins können wir sagen, niemand hat mit Sora gerechnet und OpenAI hat es nicht wirklich groß angekündigt. Keine Pressekonferenz wie bei GPT-4, nur ein paar Posts auf ihrer Plattform und ein paar Calls auf Twitter. Das war trotzdem ziemlich wild.